Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Mars Warlocks. In der letzten Folge habe ich hier ein paar Leute vermöbelt und musste feststellen, meine Granaten sind ausgegangen und ich habe mich natürlich gleich hingesetzt und ein paar neue Granaten handwerklich zusammengezimmert. 8 Bomben haben wir jetzt. Also wir sind auf jeden Fall gut gerüstet für die nächsten Kämpfer, die da kommen. Hey, wie der hier rumläuft, sieht er aus, als ob er gleich eins auf die Nase will. Nee, der geht gerne so. Vielleicht hat er auch einen Stock im Hintern. Oder er konnte sich auf dem Klo den Hintern nicht richtig abwischen. Da musste jetzt hier so ein bisschen... Vielleicht lassen wir das einfach und konzentrieren uns mehr auf das Spiel. Wir müssen jetzt hier mal schauen, was wir hier hinten noch haben. Wir müssen noch diesen geheimen Pass finden. Den Typen, der uns den geheimen Pass herstellen kann. Der ist hier ganz in der Nähe. Lass ich mal gucken. Ah ja, hier. Seine Crew. Geht das schon gut los. Hi. I heard you're the person to see when you lose your ID. Oh yeah? Maybe you misunderstood. And who are you? Roy. Tranquility sent me. That old son of a bitch. He needs me? Apparently. I also figured maybe you could help me too, actually. Did you now? Roy, huh? Well, we're not off to a good start. Roy. I don't know where you're from, but this is Aurora here. You gotta get yourself a nice virtue name if you don't want to get arrested first time they check your papers. Well, I mean, I'm just saying that in case someone did happen to be able to do lost papers for you. Tja. What's going on around here? Why is the army checking everybody? You think the place was run by the people? What planet you from? Mars never had anything like that, and it's not the day after we win a war by some trick that everything's gonna change. The Army's checking everybody's identity, especially on the main roads. If you don't have the right papers, only thing you can do is join the wildlife in the slums. But that's not the way out of the city. Okay, how can I get legit papers? Honestly? No idea. No need to be honest. I was thinking about something more in your league. Fake ID papers, for example? Funny guy. And you don't give up, huh? Listen, if you want papers that'll do the trick, you need a forger worthy of the name. And the only one I've heard is under a lot of pressure right now. Maybe I could help you let off some steam. You think so? You can always try. I guess if you do good, he'd probably return the favor. Dressed like an escaped prisoner the way you are, you probably couldn't afford him otherwise anyway. I'm listening. Well, it seems someone ratted on the guy. Now he's got soldiers all over him, turning his workshop upside down. So they might find something. Well, he ain't exactly stupid, you know? He just doesn't leave evidence lying around the house. But now they're on him. They'll never let up. They'll keep his place on the watch until they got something they can get their teeth into. So what do you suggest? Me? Nothing. But as long as those soldiers are sitting in the guy's workshop, the production line's hardly about to start up again. No, you'd have to get rid of them if you wanted him to help you. But I just might happen to have a few interesting bits and pieces myself. Bunch of evidence. Pretty convincing. If the Army found it in some gang's hangout, for example, everyone would be breathing a little easier. That's a good tip. All right, I'll go visit the workshop, and I'll decide once I get there. Gut, gut. Dann mal los. Later. Hauen Sie rein, hauen Sie rein. Hat ein bisschen verklausuliert gesprochen, weil er immer noch nicht dem guten Roy so vertraut. Er ist sich nicht ganz sicher. Klar, also wenn ich jetzt jemand wäre, der gefälschte Papiere irgendwie an die Leute bringen würde, würde ich das auch nicht jedem auf die Nase binden wollen. Und nicht jedem dahergelaufen und sagen, ach so, ja, du brauchst gefälschte Papiere, kein Problem. Schau mal hier, welche Größe hättest du denn gerne? Einmal Profi, immer Profi, ne? So läuft das doch hier. Ach, die ganzen Boys sind wieder da, ey. Was ist mit dem da hinten? Kann ich da irgendwie anders noch lang?
kann hier einmal außen rumgehen, sehe ich gerade, weil da hinten bin ich ja schon gewesen. Schauen wir doch mal, wie das ist, wenn ich da lang gehe. Weil ich ja immer gerne beide Wege teste. So. Und jetzt hier rechts. Ach, da ist eine Tür, klar. Die habe ich eiskalt übersehen. Kann ich da oben auch rumlaufen? Das war eher so ein Bug, ne? Ja. Dies geht nicht. Oh, da haben wir einen Hund. Schaue ich mal, aber das scheint ein richtig großer Hund zu sein. Machen wir mal so. Ach, der hat doch gar nicht... Der hat voll gesessen. Richtig gut. Ja, du musst hier nicht rumschießen. Ich habe die ganze Lage schon unter Kontrolle. Da hat er gar nicht mit gerechnet, dass ich von hinten komme. War dann, glaube ich, eine gute Idee, jetzt da mal rumzulaufen. Kein Gegenstand dabei. Es ist hier meiner Meinung nach schon wieder fast zu ruhig. Was haben wir denn hier? Da geht es ganz normal weiter, wo ich jetzt eh hin muss. Schauen wir mal hier hinten noch, ob da noch irgendwas rumliegt. Oh ja, so viel dazu. Boah, was ist er denn für einer mit roten Augen? Ein wilder Wildhund. So, machen wir mit unserem Elektrostab an. Au. Ich kann nicht an ihm vorbeirollen, aber so geht es doch. Wunderbar. Was für ein Riesenviech, ey. Nicht schlecht. Hat er irgendwas dabei? Ah ja, ein bisschen Leder. Wird uns schon weiterhelfen. Hier sind noch 2 Kisten. Was haben wir hier? Legierung, chemisches irgendwas. Wie gesagt, ich habe jetzt hier in der Folge... Oh, Fluidspritzen. Das ist natürlich super. Die sind viel wert. Habe ich jetzt neue Bomben hergestellt. Ich habe jetzt so viel Zeug, dass es alles kein Problem ist, das einfach zu machen. Ich kann jetzt auch quasi jede Sache, die ich finde, fast ein bisschen aufrüsten. Ist auch notwendig, damit man hier mit den ganzen Leuten immer irgendwie klarkommt. Ja, dann wieder Zeit für Action. Und Mr. Innocence natürlich voll reingelaufen. Warum auch nicht? Den haben wir. Du kommst jetzt auch raus. Au. Es wäre gut, könnte man das irgendwie schneller aufladen. Oh, hat er jetzt hier seinen Kumpel erledigt. So. Ah genau, hat man mich hier so ein bisschen auf dem Kicker. Mich, nicht ihn. So. Au. Und gute Nacht. Die Ecke ist natürlich nicht unbedingt leichter gewesen. Aber da wir in der anderen schon gewesen sind, schaue ich mich gerne nochmal woanders um. Da haben wir auch nichts. Ich finde es ganz schön, wenn sich neugierig ist das nicht, diese Art von Spielen, die ich jetzt gerade mache, dass ich immer alle Ecken durchsuche und mich immer nochmal genau umschaue, wo was ist, dass sich das manchmal einfach auszahlt. Das gefällt mir sehr gut. Was ist denn das? Hier muss doch irgendwas sein. Angeblich. Oh, hier, da. It's done. Ah ja, hier ist das Gangviertel. Da haben wir es versteckt. Das ist doch schon ganz cool. Jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Und dann irgendwie den Leuten einen Tipp geben. Es war sogar der richtige Weg. Hätten wir den anderen Weg gewählt, wären wir den Wachen sozusagen direkt in die Arme gelaufen. Und hätten denen dann irgendwie die Beweismittel fast geben müssen. So ist es einfach besser, wenn wir dann dementsprechend einfach nur darauf hinweisen müssen. Ja, hier, schau mal da vorne, hier in dem Viertel, da habe ich gehört, die Leute sind da so ein bisschen drauf. Und das könnte Probleme geben. Geh da halt mal hin. Und wenn die das jetzt machen, dann finden sie sogar die Beweise und das ist alles kein Problem.
So. Genau, das war die Tür, durch die wir vorhin nicht durchgegangen sind. Jetzt werden wir mal hier mit den Wachen reden. Hallo? Halt! Stop right there. We're conducting a search. Suchst du hier nach deinem Hirn? Okay, nein. I don't know what you're looking for here, but I got a good tip about some forgery going on. There's a gang that works not far from here. One of their guys came up to me and tried to sell me some fake ID. I turned him down, of course, but I think you should check it out. Oh, that's exactly what we're looking for here. Hey guys, let's go. Seems there's a gang behind all of it. Sehr praktisch. Schönen Tag noch. Schau mal, wen wir da haben. So, you can use your workshop again. Ha! Good work, Roy. How'd you do it? I did like you suggested. Drew their attention to that gang's suspicious activities. They went for it in a flash. I was almost disappointed. You got a knack for convincing people, that's for sure. Good work, my man. Our friend will be able to get back to work in peace and quiet. You gonna keep that up for a while? Do I look like I'm playing games? Okay, if you got no more questions, I'll get back down to work. You know where to find me now. Hey, thanks for helping me out. Tja, ich hätte jetzt gern irgendwie die Papiere. So, you got forged papers for me? Forged? What for? Here are your papers, Mr. Resilience. You must have left them here the last time. What was I thinking? Thanks. Resilience, huh? What, disappointed? You wanted honor, maybe? That kind of name's just for the elite, my man. And I gotta admit, I never got a look at the papers those people carry. At least your name fits you pretty good. And it's pretty rare, too. Getting a name like that attributed at birth traumatizes you for life. That'll do. It's just a piece of paper, after all. Hey, show my work a bit of respect, all right? Also doch deine Arbeit. Tranquility needs new identity papers. Yeah, I got that. I told that bastard not to send anybody anymore, but you did help me out by getting that gang accused. Here, a little present for our mutual friend. You and Tranquility know each other? Enough to know he's real smart. But I know how to keep my mouth shut. Not like him. He used to organize fights, but couldn't pay me what I won. Since then, he sends me customers when they seem reliable. He's almost never wrong. I'll give him that. You fight? So I can come up against someone like you? No thanks. I'm happy enough just betting. My fingers and eyes are too valuable. I need them to work with. Tja. Later. So ist das ja nun mal manchmal. Sieht doch überhaupt nicht aus wie eine Werkstatt, in dem Pässe gefälscht werden. Überhaupt nicht. Ich meine, diese ganzen Elektronikkram und so, das ist doch... Hat doch nichts zu bedeuten. Wir sind doch alles Freunde hier. Alles Freunde. So, schauen wir mal. Nebenaufgaben. Zusammen entkommen. Das haben wir schon. Geh zu Frugality und sage ihm, dass seine Werkstatt wieder frei ist. Was muss ich noch machen? Baumann zu Tranquility. Gut, gut, dann sind wir hier soweit durch, würde ich sagen. Was ist jetzt? Relativ langer Ladescreen. Die Frage ist, warum? Die Frage des Warums wird aber nicht beantwortet. Kämpfen will er hier auch nicht. Da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir mal wieder zurück. Oh, die Jungs sind auch alle so wieder alle da. Dann machen wir doch mal hier wieder so ein bisschen Action. So.
Peng, peng. Ich könnte die Pistole noch ein bisschen aufwerten, weil die ja doch relativ effektiv ist. So, den haben wir auch erledigt. Ich wollte schon sagen, schießt du auf mich? Na, will ich doch nicht hoffen. Na. Steckt die Waffe weg, Mr. Roy. Bitte. Vielen Dank. Können wir uns noch ein bisschen umschauen. Aber die Folge ist auch schon wieder am Ende. Ich werde jetzt hier einfach mal wieder in das Sandviertel laufen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie die Leute darauf reagieren, dass ich die Junkies aus der Garage vertrieben habe. Und wie wir nach, wie heißt das, Tierville weiterkommen. Um dort dann halt die nächsten Aufgaben zu machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.